Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 26. November 2015 streamte Rainer erneut ohne Bild und hatte angesichts der Kommentare einen Wutanfall. Auch Braue93 machte sich nun über Rainer lustig, indem er ihn als Techniklord bezeichnete. Wenn ihr schon zuschaut, könnt ihr bitte ein paar Likes geben oder ein paar Bars. Jetzt kommt wieder irgendeine freche Antwort von Braui, Alter. Braui, das war echt scheiße. Ey, ohne Scheiß Braui, Mann, Alter, das war richtig für'n Arsch. Da könnte ich mich jetzt aufregen, Alter. Nachdem er Braui geblockt hatte, demonstrierte Rainer seine mangelnden Englischkenntnisse. When the eagle cries. Das bedeutet, wenn der Adler kreist, nicht wenn der Igel kreist. Danach ließ er sich erneut vom Chat bis zur Weißglut treiben. Weißt du was? Wenn du hier schreibst, piss auf Rudis Grab, komm ich mal vorbei und piss auf das Grab deiner Eltern, wenn deine Eltern gestorben sind, du Wichskrüppel, Alter. Solltest echt einmal deine Kinderstube überprüfen, Alter. Wenn ich dein Vater wäre, ich der links und rechts so Schellneighauer, dass du in deinem ganzen Leben an so einen Scheiß nicht mal mehr denken kannst. Bitte, Herr Winkler, reißen Sie sich zusammen. Ich zeig dir gleich, wie ich mich zusammenreiße, wenn du meinen Fuß in deinem Arsch hast, Alter. Oder Mikropimmel zum Beispiel. So ein Scheiß, Alter. Wie kann man sich sowas nennen? Ich begreife das nicht, Alter. Und dann kommen Autoren her und timeouten mich für die Ausdrücke, die ich im Stream sag. Und dann kommen solche Vollidioten her und schreiben so eine Scheiße bei mir. Frage ich mich ganz ernsthaft, liebe Moderatoren, wer hat da die Scheiße in der Hand und sorgt dafür, dass ihr hier diese Vollidioten nicht rausblockt? Fickt uns, Kollege, Wichskröppel! Und hör auf, dich so zu nennen, Alter, wie mein Vater! Sonst komm ich vorbei und dreht dir in deinen verfickten Arsch! Rudi hat Ramona gefickt, Alter, ich fick gleich dich! Und zwar mit der Faust aufs Maul! Liebe Moderatoren, macht eine Blacklist mit solchen Namen, Alter! Scheiß, Alter, das kann echt nicht wahr sein! Mein Vater ist tot und meine Schwester, Alter, ohne Scheiß, was soll diese Fuck-Kacke? Boah! Vollidioten hier, wo ihr nur Scheiße schreiben. Fuck auf Hater, Alter, ohne Scheiß. Am 27. November veranstaltete Rainer einen Kochstream. Dort kündigte er erneut an, 2016 umzuziehen. Von diesem Tag existiert ein Besuchsvideo, in dem der Honigdachse 3 versuchte, Rainer einen selbstgebastelten Pokal zu überreichen. Verpisst euch! Nachdem er uns ordentlich die Prügel rausgeschmissen hatte, fuhren wir heim. Den Pokal und die Rachedrachen ließen wir zurück. Auch am 28. November war Rainer wieder mit ungebetenem Besuch konfrontiert. Rainer! Gib... Oder Drache! Komm runter und dreh dir den Arsch! Verpiss dich! Wir wollten nur ein Autogramm, wir sind Fans. Am 29. November erklärte Rainer auf Instagram, dass er vermutlich die nächsten 2 bis 3 Wochen kein Internet haben werde, außer auf dem Handy. Am 1. Dezember 2015 machte sich Rainer frühmorgens auf, um eine Wohnung zu besichtigen. Dabei gab es auch wieder einen kurzen Stream, in dem er sich erst über die Hater beschwerte, dann darüber, dass seine Fans seiner Meinung nach zu wenig gegen die Hater vorgehen würden. Am 3. Dezember gab es erneut einen YouNow-Stream mit Schwarzbild. Wieder einmal ging Rainer auf absichtliche Provokation seitens des Chats ein. Hey Junge, wenn du mal schreiben lernen willst, ne, ich kenne eine gute Schule für Sonderschüler, da war ich auch und ganz ehrlich, ich habe da mehr gelernt, als du anscheinend drauf hast in deinem Leben. Danach erschien das Video Infos zur Woche und Drachenlord im Allgemeinen. Darin kündigt Rainer ein neues Format an, in dem er über die Hater sprechen will. Später streamte er erneut, diesmal sogar mit Bild, und hatte andere YouNower zu Gast in seinem Stream.
vom 5. Dezember existiert ein Besuchsvideo. Darin wird auch behauptet, der Ersteller des Videos hätte andere Hater vor der Schanze angetroffen. Dies lässt darauf schließen, dass Besuche bereits täglich vorkamen. Am 7. Dezember erschien Dragon Monday Folge 9, keine Ahnung, was ich sagen will. Auch streamte Rainer auf Hitbox das Spiel Plague Inc., scheiterte aber teilweise am Text. Affengott hat es. Was hat das? Neuro. Ein System DNS entwickelt. Affengott hat das Purien-Getz-Syndrom. Neues Gensystemlabor in Ostfrankreich. Arbeitet an Heilmittel. Drohnen zielen im Süden auf Affen. Nachts wurde Rainer erneut von Hatern besucht. Diese filmten, als er zu ihnen auf die Straße ging und mit Gewalt drohte. Dass du mich angreifst. Wenn ich dich angreife, kann es dir scheißegal sein, ob du nackt bist oder ob du irgendwas anderes. Weil aufs Maul hauen kann ich dir trotzdem. Kannst du es ja versuchen. Ich kann ja so viel stehen, wie ich will, deswegen... Was? Sonst? Am 8. Dezember erschien Drachenblock die Rückkehr. In dem Video demonstriert Rainer, wie er sich selbst die Haare schneidet. Am 9. Dezember lud Rainer das Video Let's Brett, die Höhle des Drachen Part 1 Rot und Blau hoch. Darin spielt er ein Brettspiel gegen sich selbst. Das Spiel Die Höhle des Drachen hatten ihm Hater während eines Besuchs geschenkt. Dennoch frage ich mich, gehören die Eier nun mir oder euch? Ihr kommt auf mein Feld, vermutlich gehören sie euch. Im Regelwerk steht leider nichts darüber. Dennoch, eigentlich müsste ich sie euch klauen. An diesem Tag warfen ihm Hater auch einen Feuerwerkskörper auf den Hof und hielten dies in einem Video fest. Verdammten Arschlöcher! Die haben eine riesige Bombe da weggeschmeißt, die Arschlöcher! Damit muss ich wieder... Ja? Du bist doch direkt die Polizei, ey. Das kann ja wohl nicht sein, Alter! Glaub ich... Sie haben doch den Arsch offen! Am 10. Dezember tauchte ein Video mit dem Titel Die Drachenwehr, wir dienen Drachenlord auf. Dabei handelte es sich um Trolle, die vorgaben, Rainer bei seinem Kampf gegen die Hater unterstützen zu wollen. An diesem Tag erschien auch Let's Brett, die Höhle des Drachen Part 2, Goldene Eier. Macht der Drachen, lasst mich jetzt nicht im Stich. Nein! Auch streamte der dunkle Parabelritter zum ersten Mal auf YouNow und unterhielt sich mit dem Regenbogenschaf. Am 11. Dezember spielte Rainer im Stream Nightcore ab. Dann ging er auf die Zuseher ein, die ihm vorwarfen, nicht zu arbeiten und nichts erreicht zu haben. Was hast du erreicht? Wenn Menschen keine Ironie begreifen. Ich bin zumindest auf YouTube schon ziemlich bekannt geworden. Was ich erreicht habe, das werde ich dir nicht auf die Nase binden. Das geht dich nämlich einen Scheißdreck an. Und das war im ironischen Sinne gemeint. Leute. Was hast du denn erreicht? Ich habe mehr Abos als du, Kevin. Kevin, wenigstens habe ich einen anderen Namen wie du, Alter. Nicht jeder Dritte hat meinen Namen, Alter. Also verpiss dich, Kevin, nicht das. Du kevinistischer Mensch. Ich denke, es ist besser, logisch zu denken, als sich irgendeiner Gruppe anzuschließen. Deswegen hacken auch so viele auf mir rum, weil ich mich weder für Hate noch für Fans noch für normale Neutralität entscheide. Ich bin einfach, was ich bin und mache das, was ich mache. Basta. Später erläuterte Rainer seine Arbeitsmoral und äußerte sich zu den psychischen Folgen, die der Hate mittlerweile auf ihn hatte. Es gibt keinen Traumberuf, weil ein Beruf, der mit verbunden ist, dass du arbeiten musst. Und arbeiten ist scheiße.
Drache, die Hater wollen dich, glaube ich, gar nicht besiegen. Die brauchen ja immer mehr Ärger. Nach mehr als 2 Jahren ist mir mittlerweile eine Sache klar geworden. Ich bin ausgeglichener und friedlicher als je zuvor. Speziell seit ich streame. Am 13. Dezember erschien das Video Adventskranz basteln. Darin erklärt Rainer auch, dass er einen Seitenschneider, also eine Zange, zum Schneiden seiner Fingernägel verwendet. Die Tannenzweige für den Adventskranz befestigt er letztendlich mit Draht. Am 14. Dezember lud Rainer das Video Dragon Monday Folge 10 LPs an Weihnachten hoch. Darin versucht er, von ihm geäußerte Beleidigungen mit Satire, Ironie und Sarkasmus zu rechtfertigen. Ich habe in meinem Leben zu viel Schmerz, Leid und Hass mitgemacht, als dass ich das jemandem anderen wünschen würde. Deswegen glaubt nicht, wenn ich sage, ey, fick dich oder leck mich am Arsch oder du bist voll der Assi oder sonst was, dass ich das immer gleich böse meine. Meistens ist es einfach nur die Aussage, dass ich einfach jemanden nicht ausstehen kann, weil er einfach wieder mal nur zu oberflächlich ist. Um es jetzt zum Ende zu bringen, wenn ich etwas ankündige, wenn ich etwas sage oder etwas tue, denkt erst drüber nach. Und wenn ich etwas ankündige, heißt es nicht zwangsläufig, dass es auch kommen kann. Am 15. Dezember versuchte Rainer während eines Streams Japanisch zu lernen. Heute lernen wir ein bisschen Japanisch. Warum kein Englisch lernen, Drache? Weil Englisch für den Arsch ist. Und ich Englisch nie verwende. Rainer plante nämlich, mit anderen YouTubern während der Kirschblütenzeit nach Japan zu fliegen. Auf eine Frage hin offenbarte er, dass das Verhältnis zu seiner Familie mittlerweile zerrüttet war. Hast du guten Kontakt zu deiner Mom? Oder generell zu deiner Familie? Meine Familie? Ich habe keine Familie. Zu meiner Mom habe ich, naja, der Kontakt existiert, aber ob der gut oder schlecht ist, das will ich nicht bewerten. Waren deine Eltern getrennt? Nein, waren sie nicht, aber meine Mutter ist abgehauen, nachdem mein Vater gestorben war. Und zwar fast genau eine Woche später. Warum ist deine Mom weg und du nicht mit? No hater. Bruder, einen neuen Mackerding ist abgehauen. Meinst du, ich will den Wichser da öfter um mich rum? Was ist denn mit deiner Schwester? Meine Schwester ist meine Schwester, aber meine Familie, ich bin 26, zu meiner Familie in erster Linie Frau und Kinder, meine Familie, aber ich habe keine Frau und keine Kinder, also habe ich keine Familie, so einfach ist es. Meine Schwester ist verlobt und die hat einen Freund und die feiert Weihnachten mit ihrem Freund. Am 16. Dezember erschien das Video Drachen Headbanger ist mir wichtig, Back to the Roots. Darin redet Rainer melancholisch über seine ersten Videos und erklärt, wieder mehr Headbangern zu wollen. An diesem Tag erschien auch Drachenblog lernt Japanisch 1. In dem Video versucht Rainer Japanisch zu lernen, hat aber starke Probleme mit der Aussprache. Hamimimaste. Hachimimaste. Hachimimaste. Das habe ich vorhin schon Probleme gehabt, das auszusprechen. Mittlerweile hatte der YouTuber Adlerson Pictures eine vermutlich nicht ganz ernst gemeinte Kampfansage an den Drachenlord hochgeladen. Deswegen lade ich zum Einzelkampf. Bis zum 27.12. dieses Jahres hier in Dresden. Die Arena steht ja frei. An dein Management 83 Kilo auf 1,85. Ich denke, das ist ein würdiger Gegner für dich. Ich würde mich auch sogar mehrere Wochen vorher nicht rasieren. Das Preisgeld liegt bei 300 €. Tritt zum Kampf an oder nicht. Steht dir frei. Dies konnte Rainer nicht auf sich sitzen lassen und er antwortete mit dem Video Mein Reaktions- und Kommentarvideos zur Kampfansage lächerlich. Man schreibt keine irgendwelchen Passanten an. Das sieht man doch schon, dass du geistig irgendwie auf einem Niveau von einem Stein bist. Das ist eine Beleidigung für den Stein. Wenn ich dich auf der Straße sehe und du sowas zu einer alten Frau sagst, dann hätte ich dir erstmal aufs Maul gezimmert. Und dann hättest du nicht mehr gesagt, komm mit deine, ich hab mit 83, wie auch immer. Irgendwie Gewichtsklasse. Vor allem, er hat nicht einmal eine Ahnung von der Gewichtsklasse. Danach weist Rainer erneut auf die in seinen Videos enthaltene Satire, Ironie und Sarkasmus hin. Denn wenn ich zum Beispiel sage, dass ich etwas mache, heißt es nicht, dass ich es mache.
Wenn ich sage, wann ich etwas machen möchte, heißt es nicht, dass ich es mache. Es heißt auch nicht, dass es an diesem Tag kommt, wo ich es angekündigt habe. Diese Sache mit Ankündigungslaut ist ein Witz. Denn nichts, was ich angekündigt habe, habe ich gesagt, dass es wirklich kommt. Rainer zeigte sich empört angesichts des Videos, bat dann aber an, den Kampf bei ihm im Hof auszutragen. Kurzum, du willst kämpfen? Dann komm zu mir. Ich geh nicht zu dir, weil ich das gar nicht einsehe. Ich fotze mich nur, wenn es unbedingt sein muss. Wenn du unbedingt dich schlagen willst, komm hierher. Kannst dich gerne bei mir im Hof mit mir prügeln. Dann schauen wir allerdings einmal, wer von uns beiden aufs Maul kriegt. Ich habe von dir keine Angst. Abends streamte Rainer erneut ohne Bild und schlecht gelaunt auf YouNow. Wenn Leute Scheiße labern, dann laber ich auch Scheiße. Wenn mich Leute beleidigen, dann beleidige ich Leute zurück, also halt's Maul. Und ja, ich habe dich jetzt beleidigt, obwohl du mich nicht beleidigt hast. Was ist das Problem damit? Du brauchst ja nicht zuzuschauen. Kein Mensch, kein Schwein zwingt dich zuzuschauen. Am 18. Dezember erschien Drachenvlog lernt Japanisch 2. Als Rainer an diesem Tag streamte, wurde sein Haus mit Eiern beworfen. Es waren nur Eier. Und nicht einmal gute. Es waren nicht einmal gegammelte, Alter. Ihr habt nicht mal eine Ahnung, wie man Haushäuser mit Eiern beschmeißt. Ach, geht doch wieder in den Kindergarten, Alter. Rudi war ein Schwachkopf. Nein, Rudi war ein geiler Mann. Denn der hat den Drachen geboren. Am 21. Dezember erschien das Video #FragDragon, in dem er erneut beteuert, an Drachen zu glauben. Ich persönlich glaube ja, dass es Drachen wirklich gab oder wirklich noch gibt. Man weiß es ja nicht. Und ich glaube, dass es Drachen wirklich gegeben hat. Und das Interessante ist, ich glaube, dass es halt eine Evolution war. Der Drachen oder der Dinosaurier war eine Evolution, die in eine Richtung ging. Und dann hat sich die Natur halt gedacht, scheiße, da habe ich Mist gebaut. Diese Evolution wird nicht weitergeführt. Auch löschte Rainer aus Wut auf das Regenbogenschaf seinen Twitch-Account. Am 23. Dezember erschien das Video Fröhliche Weihnachten 2015 und eine Episode von Drache läuft. Dann am 24. Dezember, anstatt Weihnachten mit der Familie zu feiern, streamte Rainer alleine, ohne Bild, auf YouNow. Geht mal lieber in euer Hartz-IV-Häuschen und feiert alleine Weihnachten und sterbt in der Hölle, ihr Assis, ey. Hat ich deine Familie verstoßen? Meine Schwester und Mutter sind abgehauen, mein Vater ist gestorben, ich habe keine Familie. Nicht in dem Ton, mein Herr, ich rede noch gleich in einem ganz anderen Ton mit dir, Junge. Alter, du hast keine Ahnung, was es bedeutet, an Weihnachten alleine zu sein. Ja, ich bin alleine, wie immer. Obwohl Rainer behauptet hatte, bis ins neue Jahr nicht online zu gehen, gab es bereits am 26. Dezember erneut einen Stream ohne Bild. Als am 27. Dezember, wie mittlerweile jeden Tag, ungebetene Gäste vor Rainers Haus auftauchten, kam auch eine Nachbarin hinzu. Wir sind Fans. Wir sind 100 Kilometer hierher gereist. Würdet ihr nicht daherkommen und uns so belästigen? Kann ich gerne meine Personalien geben, ist ja auch kein Problem. Jedenfalls wollen wir das nicht. Niemand mehr hier. Rainer, wir wollen niemanden mehr hier sehen. Ist ja kein Problem. Das ist nicht der Punkt, das habe ich auch nicht gesagt. Und 100 Mal schon gesagt, wir sollen aufhören mit halt Zeug, was er sagt. Wir wollen nächstes Jahr nichts mehr wieder. Der jeder sagt, so mal jetzt vernünftig. Ich habe gerade nicht verpasst. Du hast keine Fans. Da wird wieder Fotos gemacht, die kommen ins Internet, dann kommen wieder schöne Kommentare dazu. Haben wir alles schon mitgemacht. Du lässt das nicht, was drin steht. Ja, ihr lest es schon, wir sind bei jedem YouNow-Stream dieses Jahr dabei gewesen. Ihr lest es, aber der Rainer liest etwas lieber in der Verarschen und Schreiben. Glaubst aber auch bloß du. Es gibt so viele, die wollen verteidigen. Das ist aber so viel. Ich habe früher schon mehr. Weil am Ding habe ich gesagt, ob ich das Ordnung sieht, mal war mit die Waffen. Was sagst du was davon? Ja, okay, dann... Könnt ihr weiter sagen? Niemand mehr in Schauerberg. Wir wollen niemanden sehen. Ja, dann kann ein Autogramm. Das braucht kein Autogramm, schau das an, schlecht. Ja, ich kann auch... Da. Guck mal her, wie groß... Das ja jeder, wer euch sieht. Ich bin aber auch nicht groß. Voll.
Vielleicht hatte auch dieses Ereignis beigetragen zu dem, was nun geschehen sollte. Am 29. Dezember erschien das Video RIP Drachenlord. Darin war, untermalt von trauriger Musik, zu lesen: Dieses Video hier ist der letzte Wunsch von Rainer gewesen. Ich bin ein jahrelanger Freund von ihm, deswegen fällt es mir jetzt auch umso schwerer, dies hier zu machen. Rainer aka Drache hat mich gebeten, dies im Falle seines Ablebens zu machen, damit seine Zuschauer Bescheid wissen, weswegen keine Videos mehr kommen. Vielleicht haben einige von euch es bereits auf Twitter mitbekommen unter dem Hashtag RIPDrache. Rainer ist am 27.12.2015 um etwa 12 Uhr verstorben. Er hatte Pläne für das neue Jahr, leider wird es wohl nicht zu erklären sein müssen, dass er diese nicht umsetzen kann. Ich habe ebenfalls die Möglichkeit, über seinen Twitter-Account zu schreiben, wo ich es bereits weiter verbreitet habe. Die Gründe seines Ablebens sind momentan noch unbekannt. Drachenlord ist tot.